schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist so heiß. Es ist so unglaublich heiß. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich freue mich so auf den Herbst, auf den Winter. Es ist mir egal. Es soll einfach nur kälter werden. Ich mochte den Sommer noch nie oder Hitze und so. Ich finde es dieses Jahr so schlimm. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Wir haben uns heute hier eingefunden, weil ich habe hier heute Post bekommen. Heute hat mir der nette Postbote die Zauberbüchse für den Monat August gebracht. Und da dachte ich mir, dann packen wir sie doch auch direkt aus, obwohl ich heute eigentlich gar nicht filmen wollte, weil diese Hitze so ekelhaft ist, dass ich nicht mal klar denken kann. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ich irgendeinen Quatsch anfange zu reden. Ja, die Hitze ist schuld. Ja, deswegen, ich würde sagen, wir machen sie direkt auf. Ich bin so gespannt. Ich meine auch, mir hätte der Klappentext von dem Buch, den sie gepostet hatten, irgendwas gesagt. Ich glaube, den hatte ich schon mal in irgendeinem amerikanischen oder britischen irgendwie so Unboxing oder so gesehen. Ich weiß nur tatsächlich nicht mehr, welches Buch genau es ist. Nur ich konnte mich, also es hat geklickt bei mir irgendwie, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, ich kenne das Buch, was hier drin ist. Ich weiß nur, ups, das war nicht so genau, nicht mehr welches genau es ist. Okay. Ich versuche das hier so ein bisschen zu zeigen. Ihr seht, es ist wieder randvoll gefüllt mit Sicherheit. Deswegen dauert das jetzt gleich erst wieder so ein bisschen, bis ich das alles da raus gefrieselt habe. Das Motto der diesmonatigen Zauberbüchse ist nämlich Rebellion. Es sieht wunderschön aus, finde ich. Allein schon dieses, oh, ich liebe das ja, dieses rot, lila, goldmäßige. Oh, ich liebe sowas. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das Buch ausschaut, weil wenn es auch nur irgendwie so ein bisschen in diese Richtung ist, wird es mir sehr gut gefallen. Da bin ich schon mega gespannt. Aber ich fange jetzt erstmal an, hier diese ganzen netten Sicherungsdinger hier rauszumachen. Gleich habe ich es geschafft. Oh. Ich kann es einfach nicht. Aber ich kann jetzt schon sagen, diesmal ist auf jeden Fall wieder was ziemlich Duftendes dabei. Bin ich mal gespannt. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan davon, wenn irgendetwas, egal nach was riecht. Ich mag sowas einfach nicht so stark parfümierte Sachen. Aber bin ich mal gespannt, was es sein könnte. Ah, okay. Ich habe das Buch tatsächlich jetzt gerade schon gesehen und es macht Klick vom Cover her. Definitiv, da hätte ich auch drauf kommen können. So dumm manchmal. Wow, okay. Ich habe hier jetzt schon einige Artikel und ich sehe hier direkt etwas, was definitiv etwas sehr Schönes ist, meiner Meinung nach. Und zwar haben wir hier so ein kleines Reagenzglas und da drin befinden sich so richtig schöne Blumen. Ich weiß noch nicht genau, ich hoffe, ihr erkennt das. Ich könnt das erkennen, so halbwegs. Ich weiß nur leider nicht genau, welche Blumen das sind. Ich bin jetzt nicht so eine Blumentante, muss ich sagen. Ich gucke mal auf die Spoilerkarte, ob das hier irgendwo drauf steht. Das hier ist ein lila Schleierkraut, was für Liebe, Hingabe und ein Herz ohne Argwohn steht. Und das soll wohl irgendwie passend zur Geschichte des Buches sein. Das finde ich ja immer wieder ganz cool, wenn es auch wirklich so zusammenhängt mit dem Buch, was halt drin ist. Ja, und das finde ich hier richtig schön. Ich muss mir nur mal Gedanken machen, wie ich das irgendwie platziere, weil es ist jetzt so irgendwie so hinstellen geht ja ein bisschen schwierig, ist ein bisschen schwierig. Deswegen muss ich erstmal schauen, wie ich das genau platzieren werde. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig hübsch. Ja, machen wir mal weiter. Ich glaube, jetzt kommen wir auch schon direkt zu dem duftenden Artikel. Ja, oh ja, okay. Das hier ist eine Olivenölseife. Interessant. Ich glaube, es gab schon mal eine Seife drin. Ich werde mal schauen, ob ich sie so aufbekomme auf die Schnelle. Ob sie auch irgendwie hübsch... Oh, sie sieht sehr hübsch aus. Oh, wow. Okay. Oh, wow. Die sieht richtig toll aus. Wow, hat einen richtig schönen Farbverlauf. Und sie duftet definitiv sehr stark. Nur, wie gesagt, ich kann immer so... Mit Düften bin ich nicht so gut. Kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen, nach was genau es riecht. Das riecht nur sehr blumig auf jeden Fall. Sehr interessant. Ich schaue mal auf die Spoilerkarte, ob dort irgendetwas draufsteht. Ach klar, Lavendel. Oh,
wirklich, ich sag doch, diese Hitze setzt meinem Gehirn arg zu. Und das ist eine wunderbare Naturseife, die handgemacht ist von @eem.naturkosmetik. Ich weiß nicht so genau. Ja, aber die sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Und sowas kann man ja irgendwie auch immer gebrauchen, finde ich. Also muss ich auch sagen, ich habe, glaube ich, gar keine mehr auf Vorrat. Also das ist eigentlich ganz gut, dass sie jetzt gekommen ist. So, der nächste Artikel. Wie süß, was ist das denn? Das hier ist auf jeden Fall ein Stift, also ein Bleistift aus Holz. Und hier steht vorne drauf Forget Me Not. Und halt Sprout. Und hier oben sind halt wie so Kräuter drin. Ich befürchte, ihr kennt diesmal so gar nichts. Es tut mir wirklich leid. Das ist sehr interessant. Was ist es denn? Also, das habe ich noch nie gesehen. Also mal an einem Bleistift. Denn sobald er zu kurz zum Schreiben ist, könnt ihr das verbleibende Ende einpflanzen und euch auf ein blühendes Wunder bereit machen. Okay, das ist ja richtig cool. Ich habe noch nie einen Stift gehabt, den ich einpflanzen kann, wenn er zu kurz wird. Das finde ich richtig cool. Nur was wird es? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das steht auch nicht drauf. Das ist sehr faszinierend. Also ich denke mal, vergiss mal nicht, weil hier halt Forget Me Not drauf steht. Aber das ist, wow. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Also auch generell sonst noch nie zum Kauf oder so. Richtig cool. Und total interessant. Also wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Also wir haben auf jeden Fall schon ziemlich viel so mit Blumen und Kräutern hier zu tun. Die ganze Zeit über. So, was haben wir denn hier noch? Okay. Ups. Kriege ich es raus? Oh, ich wieder. Ich will das Buch wieder zum Schluss aufheben. Wir haben hier nämlich unseren monatlichen Sammelartikel, nämlich ein Page Overlay. Ich weiß es nach wie vor nicht, ich werde es nie richtig machen. Wow, das sieht auch richtig gut aus. Aber ich finde, es ist auch sehr dunkel gestaltet. So bin ich mal gespannt, wenn ich das dann ins Buch lege, wie viel von den Wörtern tatsächlich noch durchschaut. Klar, hier hinter dem Weißen und so kann ich mir das gut vorstellen, aber hier hinter der Person und auch hier die Seiten sind ziemlich arg abgedunkelt. Da bin ich mal gespannt, wie viel dann noch von dem Text so durchguckt. Aber es sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das gefällt mir auch wieder sehr gut, das Design. Cool. Wir haben hier eine Illustration. Oh wow. Die ist auch sehr schön. Oh wow. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das unsere Protagonistin ist aus der Geschichte. Vor allem auch hier hat sie wieder irgendwie so ein Elixier oder so. Und hier hinten sieht man ja auch irgendwelche Reagenzgläser im Hintergrund stehen. Es sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Wow, also das gefällt mir total gut. Und es wurde gemacht von Minterart, also @Minterart. Die hat auch das Page Overlay gestaltet. Also richtig schön. Wow, das finde ich super toll. Das könnte ich mir wieder vorstellen, dass ich mir das irgendwie hinstelle oder aufhänge oder so. Also das, ja, oh mein Gott, ist sehr gelungen, auf jeden Fall. Richtig schön. Auch irgendwie total herbstlich, finde ich, so vom Design her, also von den Farben. Gefällt mir mega gut. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Artikel, nämlich dem Monatsbuch. Es ist nur gerade noch eingeschweißt. Ich versuche es als, oh mein Gott, ja, sanft, genau, aus der Verpackung zu befreien. Das muss ich sagen, finde ich aber eigentlich ganz gut, dass es nochmal eingeschweißt ist. Auch klar, wegen Plastik und Co. ist es natürlich nicht so gut. Aber wenn gerade Sachen wie Seife und so halt, auch wenn es eine harte Seife ist, eine feste Seife ist, kann es ja immer mal sein, dass irgendwie irgendwas durch den Transport oder so an das Buch kommt. Oder finde ich es dann doch ganz gut, dass die nochmal extra geschützt sind. Ja. Und zwar ist es diesen Monat von Brigitte Camera, Trotze der Nacht. Und jetzt, wo ich das Cover halt sehe, ja, da hätte ich wirklich definitiv selbst drauf kommen können, dass das irgendwie zusammenhängt. Ich habe es auch schon einige Male gesehen jetzt auf Instagram. Wow, also da hat mein Gehirn wieder ein bisschen ausgesetzt, aber ich finde das Cover auf jeden Fall, ich bin mir nicht so ganz sicher, also das Design, wunderschön, ich bin mir nur mit der Schrift nicht so ganz sicher, ob ich die so passend dazu finde irgendwie, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir dann hier
auch einfach den Titel stehen und die Autoren und von hinten sieht es dann so aus. Und da steht ja sogar TikTok-Sensationen. Das habe ich jetzt so gar nicht mitbekommen, muss ich sagen, dieses mit TikTok und so. Ich meine, ich habe auch selbst kein TikTok, aber ich meine, man kriegt ja über Instagram und so trotzdem mit, was auf TikTok gerade so gehypt ist, keine Ahnung. Und ich sehe schon den Buchschnitt und er ist wunderschön. Oh mein Gott. Fangen wir diesmal hier oben an. Hier sind wieder diese Blüten vertreten. Und dann, ach, ich habe es auch ein bisschen blöd angefangen hier, kommen wir eben von oben zu diesen Blüten, geht es direkt über in ein wunderschönes, so ein Reagenzglas wieder und was aber auch umgeben ist von diesen Blüten. Und dann hier unten haben wir noch mehr der Blüten. Und wir haben diesmal sogar ein Bändchen hier mit bei, was man schon sieht. Aber den Farbverlauf finde ich auch wieder richtig, richtig gelungen. Wow. Wunderschön. Ich würde... Oh, es ist auch von innen gestaltet. Wie wunderschön. Ah. Oh mein Gott, okay. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal in das Buch rein, weil ich habe gerade schon gesehen, es ist wunderschön. Ich nehme am besten erstmal den Schutzumschlag ab und... Oh ja. Ich liebe das. Jetzt schon sehr arg. Okay. Unten drunter haben wir einfach hier so eine... Ja, sieht auch wieder aus wie so ein Reagenzglas, Schrägstrich Vase, mit diesen Blumen drinne, die auch hier draußen abgebildet sind, denke ich. Und es ist so silberfoliert und ich finde es wunderschön. Und dann haben wir hier hinten auch ganz normal den Titel und die Autorin. Und hinten haben wir dann ganz normal einfach nur die Pappe mit dem lila Karton. Aber ich liebe es, wenn das so ist. Es ist zwar, ja, ich sag mal relativ simpel, aber ich finde sowas total schön. Vor allem, ich finde immer, wenn man die ganzen anderen Boxen aus zum Beispiel, ich glaube, Großbritannien ist ja Fairy Loot und Illumicrate. Da finde ich, ist sowas so häufig der Fall. Und in Deutschland, finde ich, sehe ich das gar nicht so oft. Deswegen, ich finde das wunderschön. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. So, und wenn wir das Buch jetzt aufschlagen, haben wir hier vorne direkt eine wunderschöne Illustration. Wie cool ist das bitte? Hier macht sie wieder auch irgendwas mit diesen, ja, Tränken oder so. Und dann ist hier noch so ein Mensch mit dabei, ein anderer. Oh, cool. Und hinten ist was anderes. Das sieht ja auch mal mega aus. Ja, da ist wohl gerade irgendetwas dort oben explodiert. Das sieht ja richtig cool aus. Wow. Das gefällt mir richtig gut. Wie cool. Okay, wow. Ich bin geflasht, was das Design dieses Buchs angeht. Und mal schauen, ob wir eine Unterschrift haben. Bin ich blind? Ich bin wieder blind. Ja, ich bin blind. Wir haben hier eine digitale Unterschrift, beziehungsweise die halt hier auch schon mit reingedruckt ist, von der Autorin vorne im Buch mit drin. Finde ich auch mega cool, wenn das schon so abgedruckt ist. Mir macht es jetzt nichts, wenn das nicht auf dem separaten Sticker kommt oder auch nicht echt unterschrieben ist. Oder halt so, wie soll ich das sagen, wenn man halt sieht, dass sie das Buch wirklich berührt hat oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also mir macht es jetzt nicht so viel aus, muss ich sagen. Ja, aber das, wow, finde ich mega schön. Und um was geht's eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich packe das Buch erstmal wieder kurz ein und dann würde ich sofort den Klappentext vorlesen, natürlich. So. Und zwar steht hier oben als Überschrift die TikTok-Sensation aus den USA. Als eine mysteriöse Seuche ihre Heimat Kandala heimsucht, setzt die junge Apothekerin Tessa alles daran, den Ärmsten der Armen zu helfen, auch wenn sie damit gegen die strengen Gesetze des Königreichs verstößt. Gesetze, die Prinz Corrick mit aller Härte durchsetzt. Doch als sich der Prinz und die Rebellen eines Tages begegnen, wird alles, was sie zu wissen glauben, in Frage gestellt. Enemies to Lovers, die Liebesgeschichte von Tessa und Corey begeistert auf TikTok Millionen von Fans. Jetzt ergibt es wieder sehr viel Sinn. Ich konnte mich noch an irgendwas mit einer Apothekerin erinnern. Das war es nämlich. Sehr cool. Auf jeden Fall. Und da bin ich auch schon mega gespannt, in welche Richtung das dann geht, weil es hat ja schon irgendwie so ein bisschen mit dieser, ja, Seuche. Das finde ich auf jeden Fall total interessant, in welche Richtung das dann geht.
Und was weiß ich, ob sich dann vielleicht irgendjemand vom königlichen Hof oder so infiziert und sie muss dann helfen, obwohl sie es ja eigentlich quasi dann eine Verbrecherin ist, wenn sie den Armen geholfen hat, obwohl sie es eigentlich nicht darf. Ja, da bin ich mega gespannt und ein bisschen Enemies to Lovers ist doch immer wieder cool. Deswegen bin ich da schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe nur sehr, dass es kein allzu großes Dreiecksding wird, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Person, die hier vorne mit der Maske auch mit abgebildet ist, der Mann, ob das derselbe ist wie hier hinten. Ich hoffe, es ist kein super großes Dreieck oder so. Da bin ich ja nicht so der Fan von. Aber das hört sich auf jeden Fall richtig interessant an. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und hier unten ist schon abgebildet, dass es einen zweiten Teil gibt, nämlich Hüte den Morgen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob der schon erschienen ist oder erst noch rauskommt. Aber das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Das war es schon wieder mit dem diesmonatigen Unboxing. Ich kann ihn nicht mehr. Oh mein Gott. Okay. Ja. An dieser Stelle würde ich dann sagen, könnt ihr mir sehr gerne schreiben, ob ihr von dem Buch auch schon gehört habt oder falls ihr TikTok habt, ob ihr den Hype irgendwie mitbekommen habt. Das würde mich sehr interessieren. Und es tut mir leid, die ganzen Hintergeräusche wieder. Fenster zumachen ist keine Option. Diese Maus halt gerade ist keine Option. Dann würde ich einfach sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder.